Ich habe dann eher immer Kevin den ersten Schlag gegeben und bin dann hinter meine Mama. Beim Kaderspiel chased ab und zu, ja. Also er kann nicht verlieren. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen, die Videos. Es war so, dass in der Grundschule wir nicht zusammen sein durften. In der weiterführenden Schule, in der Realschule auch nicht, weil wir einfach Chaoten waren. Meine Eltern sind die liebsten Menschen, die es gibt. Fußball verrückt. Taschengeld hätten sie mir trotzdem geben können. Er kann einen zur Weißglut bringen. Also das macht er ganz gerne. Und du läufst bis zur Mittellinie und siehst in deinem genauen Blickfeld deine beiden Eltern stehen. So mit dem Handy. Freuen sich riesig und dein Bruder steht vor dir und du denkst dir, krank. Hallo, mein Name ist Nico Schlotterbeck und meine Heimat liegt in Weinstadt-Beutelsbach in dem schönen Remstal. Grüße. Wir sind in Weinstadt, wenige Kilometer östlich von Stuttgart, im tiefsten Schwabenland. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich immer noch schwebel mit Weich oder Ich oder so. Aber sonst probiere ich Hochdeutsch zu reden, weil hört sich auch ein bisschen besser an als Schwäbisch. Weinstadt ist ein Zusammenschluss mehrerer kleiner Dörfer. In einem dieser Dörfer, in Beutelsbach, leben Susanne und Marc Schlotterbeck, die Eltern von Kevin und Nico. Nico Cedric, Cedric der Zweitname, kommt da. Einer meiner Lieblingsfilme ist Der kleine Lord. Und da spielt der Ceddy mit. Und deswegen wollte ich damals unbedingt Cedric als Zweitname oder sogar als Erstname. Aber als Erstname hat sich dann meine Frau durchgesetzt bezüglich Nico. Aber Cedric ist da und der kleine Lord immer an Weihnachten wird regelmäßig geschaut. Ja, ist nicht mein Lieblingsname. Ja, mein Vater schaut den Film jedes Jahr an Weihnachten und er sitzt jedes Jahr in so einem Bürostuhl, man sieht den da links hinten und fängt jedes Jahr an zu heulen, weil er den Film so schön findet. Mir gibt er jetzt nicht viel, weil er auch in der Zeit gedreht worden ist, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber die Geschichte erzählt er jedes Mal und da ist er ganz stolz drüber. Aber ich bin froh, dass ich Nico heiße, weil es passt ein bisschen besser zu mir als Cedric. Da oben kann man schön laufen gehen, da hat man eine schöne Landschaft und das ist so ein bisschen, gerade wo ich aufgewachsen bin, so die Straße, wo ich oft in die Schule gegangen bin. Ja, das ist schon sehr schön dort. Alte Schule. Das war der Schulhof. Rechts müsste noch eine Tischtennisplatte sein. Ja, Klassenzimmer, da war der Bolzplatz. Das ist die Turnhalle wahrscheinlich, aber da habe ich zum Beispiel kaum Erinnerungen dran. Die Grundschulkinder laufen sehr viel an dem Haus vorbei und die klopfen jetzt auch oft und wollen mal ein Autogramm oder wenn sie das Auto sehen von irgendeinem von unseren Jungs, dann sagen sie, ist einer da, der Kevin, Nico. Und das finde ich schön, wenn die kleinen Kinder hier vor der Tür stehen und sagen, bist du die Mama vom Nico? Ja. Ja, das ist bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Meine Eltern haben dann auch ganz, ganz viele Bilder von uns beiden. Ich hatte als Kind erst nicht so viele Haare, dann hatte ich ein paar wilde Haare. Aber ich glaube, auf unsere Kindheit, da sind unsere Eltern halt riesig stolz. Deswegen haben sie das dort auch hängen. Und jedes Mal, wenn du so vom Sofa auf den Fernseher schaust, dann sind die Bilder immer so über dem Fernseher oder an der Wand. Deswegen, wenn ich zu Hause bin, sehe ich die Bilder eigentlich immer. Nur 2,5 Jahre trennen Nico von seinem älteren Bruder Kevin. Vom Wesen allerdings könnten die beiden unterschiedlicher kaum sein. Wie würdest du den Charakter von Nico beschreiben? Da muss ich mich kurz sammeln. Also Nico würde man glauben, früher hätte man ihn als ADHSler bezeichnet. Also so ein bisschen hyperaktiv. Der Nico war immer überall und der Nico war auch derjenige, der eher vom Stuhl gefallen ist als sein Bruder. Eher der ruhigere. Die zwei
so gut sie heute verstehen, so viel haben sie früher geklopft, auf Deutsch gesagt. Ich glaube, in jeder Familie gibt es mal, dass dann auch mal Brüder ein bisschen streiten, sich ein bisschen hauen. Ich habe dann eher immer Kevin den ersten Schlag gegeben und bin dann hinter meine Mama. Nico war immer der Böse und ich war immer der Gute. Das heißt, wenn Nico zur Mama gerannt ist, wusste Mama schon, Kevin kann es eigentlich nicht gewesen sein, obwohl er sauer ist, weil Nico davor 10 Jahre lang provoziert hat. Ja, ab und zu hat meine Lehrer angerufen und gesagt, da ist irgendwo Fensterscheibe eingeflogen oder auf die Tür eingeflogen. Da wusste ich gleich, dass es Nico war. Ja, er kam immer rein und sagte, ich war das nicht, aber man wusste gleich, dass er dabei war, definitiv. Also der hat die Lehrer oft auf die Palme gebracht, weil er hat Quatsch gemacht in der Schule. Und dann wird man ja aufgerufen, wenn man Quatsch macht, weil man ja die Antwort meistens nicht weiß. Aber der Nico hat, an dem ist eine Frau verloren gegangen. Der kann mehrere Sachen auf einmal. Also der hat immer die Antwort gewusst. Der Telefonjoker wird immer der Nico sein. Der Nico hat für mich so ein Gedächtnis, wenn der was aufschnappt, dann weiß er es. Der schnappt links was auf und kann es rechts erzählen. Also der war schon immer so ein bisschen auch klugscheißertechnisch unterwegs. Neben Bruder Kevin gab es in Nikos Kindheit noch eine weitere, ganz enge Bezugsperson in der Nachbarschaft. Antonios Papadopoulos. Der Toni ist hier aufgewachsen, eine Straße oberhalb von uns. Sie waren Tag und Nacht zusammen. Ja. Sie waren wie Brüder eigentlich, also wie engste Brüder. Es war so, dass in der Grundschule wir nicht zusammen sein durften. In der weiterführenden Schule, in der Realschule auch nicht, weil wir einfach Chaoten waren. Also wir haben sehr viel Scheiße gebaut, muss man sagen. Die wussten, dass wenn wir in einer Klasse sind, dass es nicht gut geht. Allerdings danach waren wir zusammen auf einer Sportschule in Stuttgart. Da waren wir dann zusammen in der Klasse. Das war Wahnsinn. Also es hat Spaß gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. War brutal. Bis heute noch unfassbar enger Freund. Ich glaube, man kann das gar nicht so in Worte beschreiben. Wir haben eine tolle Kindheit gehabt. Wir waren immer auf dem Bolzplatz. Wir haben sehr, sehr viel Spaß zusammen gehabt. Da war jetzt nicht wie heute, hey, geh mal raus, sondern da hat man geklingelt bei ihm und hat gesagt, Toni, komm, wir gehen los. Es ging dann immer darum, dass das letzte Tor entscheidet, das ist, was man kennt. Und dann habe ich mal zum Beispiel das letzte Tor gemacht, dann hat der Nico gemeint, nee, noch eins. Und dann hat Nico zum Beispiel zweimal gewonnen. Habe ich gesagt, nee, noch eins. Und das ging relativ lang. Da gab es die ein oder andere Fetzerei. Aber im Nachhinein haben wir uns wieder lieb gehabt. Und dementsprechend, so sind die Freundschaften. Ne? Das darf mal knallen, aber danach ist alles wieder in Ordnung. Von uns hat ja auch manchmal einer einen Ball dabei. Oft war ich das. Und ich glaube, jeder, der auf dem Bolzplatz war, der weiß, wenn es bei dem mit dem Ball nicht so läuft, dann geht er nach Hause und keiner hat mehr einen Ball und jeder muss gehen. Und wenn ich dann geführt habe, habe ich auch mal den Ball genommen und bin nach Hause gegangen. Und jeder hat gesagt, ey, wieso gehst du? Ich sag so, ich habe gewonnen, ich gebe mir das jetzt nicht. Der Toni spielt der spielt heute Fußball, wie er damals Fußball spielt. Ein bisschen eklig, ein bisschen hart. Dann zwickt er mal von hinten rein, dann gibt er dir mal einen Ellbogen und so. Stollenabdruck, das war ganz normal. Tag später habe ich ihn trotzdem angerufen und habe gesagt, ey, Abfahrt, wir gehen wieder. Ja, das war schon eine tolle Zeit. Marc Schlotterbeck war früher selbst ein guter Amateurkicker, aber schon im Alter von 19 Jahren musste er seine Laufbahn beenden. Eine rätselhafte Viruserkrankung, die ihn bis heute beeinträchtigt, hatte seine Gelenke angegriffen. Du spürst das mein Vater bis heute, dass diese schwere Krankheit, wo er auch heute noch zu kämpfen hat, ich glaube, die tut ihm immer noch weh, deswegen ist er so mit doppeltem Herzblut bei uns dabei. Ich war jetzt vor kurzem wieder im Stadion beim VfL Bochum, als mein Bruder gespielt hat. Wenn du dann deine Eltern immer auf der Tribüne siehst, die haben einen Puls von 180, weil sie immer noch so mitgehen wie am Anfang. Und ich glaube, mein Vater lebt halt so den Traum, wo er damals leben wollte, den lebt er jetzt mit uns. Ich habe beide Kinder damals mit einem Luftballon trainiert, wo sie noch ganz klein waren. Habe ich jedes Mal den Luftballon auf ihren linken Fuß getan. Und so kam das, dass die beide Linksfüßer geworden sind. Weil sie erst mit dem Luftballon immer mit dem linken Fuß dementsprechend getrainiert haben. Ja, mein Vater, das ist seine Lieblingsgeschichte eigentlich. Er ist ja auch der Meinung, dass wir nur deshalb Profis geworden sind. Nee, aber die Geschichte erzählt er jetzt seit 15 Jahren jedem und allem, dass er uns immer mit links auf dem Fuß gespielt hat. Ich soll das später bei meinen Kindern auch machen, hat er immer gesagt. Das ist der Fußballplatz, wo Nico und der Kevin und der Toni Papadopoulos hier das Fußballspielen gelernt haben. Von klein auf, mit
circa 5, 6 Jahren waren sie fast tagtäglich hier auf dem Sportplatz, auch oben auf dem Bolzplatz und haben hier mittags trainiert, bevor sie dann abends ins andere Stadion gegangen sind, um dort zu trainieren. Das ist der Platz, wo wir als Kinder immer waren. Ja, sehr schöne Erinnerung. Dort war ich sehr oft. Nicht der beste Platz. Das ist jetzt der Kunstrasen unten, der war früher noch viel, viel schlechter. Der wurde irgendwann neu gemacht. Ja, und ich glaube, da waren wir, wie gesagt, da waren wir jeden Tag. War eine tolle Zeit. Ja, vermisse ich auch ein bisschen. Im Alter von 5 Jahren wird Nico im örtlichen Fußballverein SC Weinstadt angemeldet. Natürlich mit der passenden Frisur. Ich fand es damals cool, ich fand es endcool. Ich habe damals auch eher ja, positive Resonanz bekommen. Ja, aber heutzutage, ich glaube, undenkbar, dass ich sowas nochmal mache. Aber das ist 100% Nico. Frech, ist ein Frechdachs. Sieht man hier auf dem Bild und genau so waren wir halt. Der Sportplatz mittlerweile von der SG Weinstadt war sehr oft gesperrt, weil der Rasen immer gepflegt werden musste. Da konnte man nicht so oft kicken. Mein Vater war damals Spielleiter und mein Vater war da immer in der Sprecherkabine und hat die Tore angesagt, war danach ganz stolz drauf. Er ist mein erster Trainer, Andi Berkovic. Ja, man muss ja eigentlich schon wissen, wie man nimmt. Also war jetzt nicht so einfach wie andere Spieler. Also hat auch viel hinterfragt, warum. Und das auch schon im jungen Alter. Das ist ein Kompliment, ja. Ich war halt so ein bisschen wissbegierig, weil ja, vielleicht auch schon einen Tick weiter war. Ich würde sagen, heutzutage, es hat mich relativ weit gebracht. Aber ja, heutzutage bin ich auch ein Tick ruhiger, was das betrifft. Ich glaube, da hinterfrage ich nicht mehr so viel. Aber als Kind war ich so. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen, die Videos. Ich würde jetzt sagen, ich schieße links von mir aus. Ohne dass ich es gesehen habe. Ja, doch, krass. Ey, aber ey, super Schüsse, ey, das gibt's ja gar nicht. Ja, tolle Zeit. Ich habe früher auch ein bisschen weiter vorne gespielt. Das hat sich erst, ja, umso älter ich wurde, umso größer ich wurde, bin ich auch dann irgendwann in die Verteidigung. Ich habe früher eher vorne gespielt, links vorne, rechts vorne, auf der 10. Das kommt mir vielleicht heutzutage noch zugute. Ach du Kacke. Okay, dann nächstes Mal, wenn ich ein Tor mache in der Bundesliga, ich mache den Jubel, okay? Dann weiß jeder Bescheid, von wann und von wo der ist. Der Leader, Sprüche machen mit Sicherheit auch, mit dem Toni zusammen, Papadopoulos, sind sie gut können. Aber wenn sie mal verloren haben, dann sind auch mal Trainer gekommen. Ja, ist, glaube ich, ganz normal, dass du mal als Kind heulst, wenn du verlierst. Wir waren beide sehr, sehr ehrgeizig. Hat man gemerkt auf dem Bolzplatz. Für uns gab es nichts anderes. Viele kleine Jungs, die waren immer zu Hause, haben auf der Konsole gezockt oder so. Haben wir natürlich auch gemacht, aber bei uns ging alles um Fußball. Und da hat man gemerkt, dass beide sehr, sehr ehrgeizig sind. Diese Schwalben konnte ich schon immer. Mein Vater hat mir das mal beigebracht. Er tut alles, um zu gewinnen. Und wenn er bescheißen muss, dann bescheißt er, um zu gewinnen. Das ist Nico und so wird Nico auch immer sein. Nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Kartenspielen, egal. Und wenn er bescheißen muss. Ja? Beim Kartenspielen bescheißt ab und zu. Ja? Also er kann nicht verlieren. Definitiv kann er nicht verlieren. Er war auch ein sehr, sehr guter Trainer, das darfst du nicht unterschätzen, weil er hatte viel Spaß dabei und hatte, glaube ich, uns als Mannschaft so ein bisschen als so seine zweite Familie. Wir haben
immer noch Kontakt. Meine Eltern haben sehr, sehr gut Kontakt. Mich lange geprägt und ja, es freut mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Beim SC hat er das Fußballspielen gelernt. So einfach ist. Sonst wäre er auch nicht zu den Kickers. Auch ganz klar. Also, wir haben viele Spiele gegen die Kickers gemacht. Und es waren natürlich knappe Spiele. Und hat Stuttgarter Kickers natürlich auch schon gesehen. Den wollen wir unbedingt. Ja, das war eigentlich so die prägendste Zeit in der Jugend. War ich lange nicht mehr. Leider komme ich nicht mehr dazu. Ja, auf dem Kunstrasen haben wir viel trainiert. Sieht auch besser aus als damals. Aber die Liebe von Kickers Jugendtrainer Jörg Schuller zu Nico und umgekehrt war keine auf den ersten Blick. Beim zweiten Mal hat er dadurch überzeugt, dass er da dann wirklich auch Lust gehabt hat, an diesem Training richtig teilzunehmen. Das hat er beim ersten Mal ein bisschen versäumt, meines Erachtens nach. Hat uns aber dann schon auch mit seiner Dynamik, mit seiner Technik und vor allen Dingen natürlich mit seinem starken linken Fuß ganz klar überzeugt. Ja. Das war so eine neue Umgebung. Ich war damals mit Toni da und mit Marvin, meinem Cousin. Und der Toni ist da auch ganz anders. Der kann sich da in so eine neue Umgebung, der kann da reinfetzen, der kann da Gas geben. Das war für mich was anderes. Das hat sich nicht richtig damals eingefühlt beim ersten Mal. Dann haben sie es mir auch so klar gesagt nach dem ersten Training. Und beim zweiten Mal war es dann besser. Hatte ich da noch mehr Spaß. Und da haben sie mich zum Glück genommen. Sie haben es sich ganz lange überlegt, weil die Trainingseinheiten nicht so gut waren. Im Nachhinein bin ich ganz stolz, dass sie mich genommen haben. Also beim zweiten Sichtungstraining hat man schon gesehen, dass es mal ein richtig guter Spieler ist, den wir da bekommen. Glücksfall natürlich. Und in diesen 3 Jahren, klar, hat er sich weiterentwickelt. Er wollte aber auch immer. Also er war da schon erpicht drauf, immer mehr dazu zu lernen. Das hast du dann gemerkt, wenn du im Training mal ein bisschen was Eintöniges gemacht hast, was Langweiliges oder so, dann kam dann schon auch mal die Abschaltphase bei ihm. Er kann einen zur Weißglut bringen. Also das macht er ganz gerne. Gerade der eine oder andere Mitspieler war dann schon mal ja, der Leidtragende, sage ich einmal, gell, wenn er mal wieder einen Tunnel ihm gesteckt hat und ihn dann aufgezogen hat. Und das ging dann wirklich so weit, bis der andere dann explodiert ist fast. Ja. Und der Nico ist dann mit seinem schelmischen Grinsen dagestanden. Das hat ihm richtig immer gut getan, gut gefallen. Ja. Wir haben dann immer wieder schlichten müssen. Aber wenn du dann dem Nico natürlich ins Gesicht geguckt hast, dann hast du das Lachen mit verkneifen müssen. Ja. Wenn mir irgendwas so nicht gepasst hat früher, dann bin ich so wie in so einen Modus gefallen. Okay, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Ich kann sehr, sehr gut provozieren. Ich mache das heutzutage noch. Mir macht das auch riesig Freude. Du merkst das, wie ich rede. Und wenn die anderen sich dann aufregen, das ist für mich eine Genugtuung. Nico hat was an sich, wenn er in die Kamera lacht oder jemand anlacht, da steht Provokation irgendwie schon drauf in seinem Gesicht. Von daher, der weiß genau, wenn er den Menschen anschaut, wie er ihn dazu bekommt, dass er wutentbrannt auf ihn losgeht, gefühlt. Das sind dann unsere Beachvolleyballplätze oder Soccerfelder. Die haben der Nico und seine Teamkollegen natürlich ausgenutzt, wenn das Training mal wieder zu Ende war und es war nicht hart genug für ihn oder so, dann haben sie sich einen Ball geschnappt, sind in den Sand gegangen und haben da wirklich, bis es dunkel wurde, haben sie da drin rumgekickt, bevor sie überhaupt zum Duschen gegangen sind. Also die hast nicht tot gekriegt, ja. In die Zeit bei den Stuttgarter Kickers fällt auch sein erster Auftritt im Signal Iduna Park. Also die Geschichte, die war wirklich eigentlich phänomenal, dass der Nico schon als 12-Jähriger im Signal Iduna Park im Westfalenstadion gekickt hat. Und zwar hat der Real damals was ausgeschrieben, Real Junior Cup. Und da musste man sie in so einem Käfig 3 gegen 3 spielen. Und dann haben sie in der Halbzeitpause vom BVB gegen VfB Stuttgart, auch noch witzigerweise, haben sie in diesem aufgebauten Käfig dann das Finale gespielt, 3 gegen 3. Das war in der Halbzeitpause, haben wir dann gespielt, vor 80.000 auf einem kleinen Feld. Für uns war das Größte. Das ist eigentlich eine geile Story, weil wir haben dort gespielt, im Real Junior Cup, in der Halbzeitpause. Und heute spielen wir zusammen im Signal Iduna Park. Ist schon was Geiles. Dann mussten wir uns noch eine Freigabe von Kickers damals holen. Und dann sind wir hier nach Dortmund gefahren. Sein Vater dabei, mein Vater dabei, alles koordiniert. Wieder mein Vater, ne, zack, zack, hier war dann auch unser Trainer, hat er gesagt. Hotel, Soccerhalle gekickt, ins Finale kommen und dann durften wir eine Halbzeit spielen. Und das war natürlich für uns war das unfassbar.
Ja, da ging dir auch ein bisschen der Kackstift hinten. Ne? Also darf man nicht unterschätzen. Das ist wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen, die hierher kommen, gleich wie bei uns als 12-Jähriger, wenn dich sowas erdrückt. Ja, und ich glaube, am Schluss haben wir auch eine Laola-Welle mit den Fans gemacht. Und sowas bleibt in Erinnerung. Es ist diese Geschichte, wo halt immer der Fußball schreibt. Ich habe mit 12 hier schon gespielt. Und jetzt spiele ich jede 2 Wochen hier. Das ist unfassbar. Schon von klein auf zeichnet Nico ein ungewöhnliches Selbstbewusstsein aus. Mein Name ist Nico Schlotterbeck, ich bin 14 Jahre alt. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln, später Weltfußballer zu werden. Es war auch mehr ein Gag. Dass das natürlich jetzt immer wieder rausgeholt wird, muss ich damit umgehen. Aber die Jungs haben mir nicht geglaubt, dass ich es mache. Ich habe es dann wirklich gemacht und haben dahinter auch gelacht. Aber ja. Stimmt es eigentlich, dass Cannavaro dein Vorbild war? War mein Vorbild, ja. Es hat sich dann entwickelt, weil ich ihn da das erste Mal so bei der WM 2006 konnte ich richtig verfolgen, Fußball. Da war ich dann in dem Alter, wo ich dann auch ein bisschen was verstanden habe. Und der war damals einfach der Spieler. Rigoros. Wahrscheinlich noch 3 Klassen über mir, aber vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Portugal war ein absolutes Highlight. Das war ja ein großes Auslandsturnier. Ich meine, es ging 7 Tage, dieses Turnier. Da waren Mannschaften wie Ajax, AC Mailand, Juventus Turin, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, waren alle da. Das war das geilste Turnier, glaube ich, in meiner ganzen Kindheit, weil ja, das ist du reist für Stuttgarter Kickers damals. Wir sind dann nach Portugal gereist, waren da beim Turnier, wo nur diese ganz große Mannschaft war. Wir haben uns richtig gut geschlagen. War ein unglaubliches Erlebnis und ich glaube, da konnten wir noch ganz lange davon erzählen, weil das war schon sehr, sehr schön. Mannschaftsfoto mit dem AC Mailand, das sind natürlich Sachen, die sind überragend für die Jungs gewesen. Und wenn ich mir das Bild hier betrachte, jeder hat seine Schildmütze eigentlich richtig auf und dann steht wieder dieser Schelm, dieser Nico Schlotterbeck, der steht als einziger von allen da mit einer umgedrehten Mütze. Zeigt auch seine Pfiffigkeit, seinen Charakter so ein bisschen. Ja, einfach hervorragend. Super. Typisch Nico, ja. Man sieht auch seine Ohren. Wahnsinnsbild, muss man wirklich sagen. Wir haben immer einen Fokus nur auf Fußball gehabt. Uns haben die Mädels eigentlich nicht interessiert. Aber es war ganz cool, dann von allem zu erzählen. Wenn es jetzt über Fußball geht, haben wir immer Storys gehabt. Wenn zum Beispiel die Wasserbomben. Wir waren schon beliebt in der Schule, muss man schon sagen. Genau, aber eigentlich haben uns die Mädels gar nicht interessiert. Wir wollten nur Fußball spielen, wir wollten Zeit gemeinsam verbringen und umso schöner, dass wir es heute noch machen. Der linke ist der Toni und der rechte der Nico. Da sieht man schon mannschaftliche Geschlossenheit gegen einen Gegner. Nee. Wir wollen Erfolg haben, aber er hat trotzdem den Spaß vermittelt. Es ist immer noch Jugendfußball, ne? Und es ist immer noch, du lässt die Kinder kicken. Er hat das super damals gemacht und deswegen verstehen wir uns, glaube ich, heutzutage auch noch so gut, weil er mich einfach so auch als Mensch weitergebracht hat. Hier auf dem Bild, ja genau, da ist Nico nochmal im Einsatz. Toni auch, ganz rechts außen. Wieder beide zusammen gegen Atletico Madrid. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man mit 4 zusammen beim ersten Verein gespielt hat, dann jeden Tag auf dem Bolzplatz war, das bleibt. Und das merkt man auch und hat man auch auf dem Platz gemerkt. Und schön, dass es heute noch so ist. Es hat immer geknallt. Der Toni, der ist ein ganz, ganz dreckiger Spieler. Der zwickt da von hinten rein und macht da ein paar Geräusche und so. Und wir haben uns da immer unterstützt. Und wenn der eine Probleme hatte, ist der andere hingegangen und hat versucht, das zu klären. 2 wie Pech und Schwefel. Und diese gegenseitige Hilfe ging weit über den Fußballplatz hinaus. Ich glaube, das war BWL. Ja? BWL war das. Und ich wusste nicht, ich habe keinen Blasenschimmer gehabt. Und Nico war super in BWL. Und ich gucke aufs Blatt. Also es war eine Arbeit, ganz normale Arbeit. Ich gucke aufs Blatt und ich so, ich habe keine Ahnung. Ich gucke die ganze Zeit zu Nico rüber. Und Nico am Ausfüllen. Ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich Nico sozusagen gezeigt, dass ich keine Ahnung habe. Und er so, okay, ruhig, alles klar. Und 15 Minuten gegen Ende der Zeit haben wir dann die Blätter getauscht. Also ich saß hier und Nico saß da. Haben wir die Blätter ausgetauscht. Und Nico hat das Gleiche geschrieben, was er geschrieben hat. Und die witzige Story war, dass dann war das vorbei. 2 Wochen später gab es die Arbeit zurück.
und ich habe die bessere Note gehabt. Und das hat ihn so aufgeregt, da sind wir wieder beim Ehrgeizigen, das hat ihn so aufgeregt, am liebsten würde er mich verpetzen, aber hätte er sich selber verpetzt. Und der hat halt 1 oder 2 Antworten hat er davor gegeben und die waren einfach richtig, obwohl er keine Ahnung hatte, wie es war. Dann hat er eine bessere Note gehabt. Da war ich sehr, sehr sauer, weil ich hatte eine 2,5, was okay war, und er hatte eine 2,0 und ich so, das kann ja jetzt nicht sein, Alter. Ich habe dem seine Arbeit geschrieben. Aber wie gesagt, ich habe es ihm gegönnt, weil der hat ein paar andere Probleme in der Schule, sagen wir es auch so. 3 Jahre lang wird Nico von seinen Eltern mehrmals pro Woche vom Heimatdorf nach Stuttgart-Degerloch gefahren. Wir haben es mal ungefähr durchgerechnet. In der Jugendzeit sind wir ungefähr 500.000 Kilometer gefahren für die Kinder. Ja, Nico hat kein Taschengeld bekommen, weil wir immer gesagt haben, euer Taschengeld liegt auf dem Weg von Beutelsbach nach Degerloch. Ja, aber die 4-mal in der Woche oder öfters nach Degerloch gefahren und da war dann das Taschengeld in Benzin investiert und deswegen gab es kein Taschengeld. Meine Eltern sind die liebsten Menschen, die es gibt. Fußball verrückt. Taschengeld hätten sie mir trotzdem geben können. Nee, Spaß beiseite, haben mich immer unterstützt und ich glaube, wir haben das immer für selbstverständlich gehalten, es ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, dass ich so meine Kinder auch erziehen kann und kann mir da ein Beispiel dran nehmen. Bei den Kickers aber trennten sich die Wege von Toni und Nico. Toni ging nach Waiblingen, 1 Jahr später musste Nico gehen. Der Jugendtrainer des nächsten Jahrgangs stand nicht auf ihn und sortierte Nico aus. Mein Vater kam nach Hause, hat es mir gesagt, dann fängst du an zu heulen und hey, wie kann ich reichen und so. Ich habe ihm mein Bestes gegeben. Aber es hat mich damals so weit gebracht, dass ich gesagt habe, gut, jetzt musst du erst recht zeigen, hey, du kannst das. Kickers hat ihm sehr, 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 sehr wehgetan. Das gibt er, glaube ich, auch heute selber zu. Da stand er kurz vor dem Ende seiner Karriere. Aber für Nikos unbändigen Ehrgeiz ist Aufgeben keine Option. Im Gegenteil, er zündet die nächste Stufe. Er hat sein Ernährungsprogramm selber umgestellt, indem er von Weizen auf Dinkel gegangen ist, indem er Mama genervt hat und gesagt, Mama, du kaufst jetzt nur noch Dinkelnudeln als Beispiel. Er hat immer von sich gesagt, ich möchte Profifußballer werden, alles andere ist mir scheißegal. Also für ihn gab es gefühlt immer nur Plan A und keinen Plan B. Klar, den Plan B hat er sich geschafft, indem er dann das Fachabi gemacht hat und alles. Aber klar war für ihn immer, ich möchte alles in die Waagschale werfen, um später mal von mir selber sagen zu können, ich bin erste Bundesliga-Profi. Ich habe damals einen Vortrag mitbekommen vom Ernährungsberater. Und mein Ziel ist es so als Fußballer, dass du, wenn ich irgendwann mal Karriere aufhöre in 10 Jahren, zu sagen, hey, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe alles probiert. Ich habe das mit 15 Mal angefangen, das hat mir ganz gut getan. Ich war als Kind sehr, sehr oft so kränklich. Ja, ich mache das bis heute noch. Ja, ich glaube, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle in meiner Karriere. Und wenn mal keine Saison war, gab es ja noch die Fußballcamps von Onkel Nils. Nils Schlotterbeck, der Bruder von Vater Mark, war in den 80er und 90er Jahren selbst Profi, hat 36 Bundesliga- und 171 Zweitligaspiele bestritten und mit den Stuttgarter Kickers das Pokalfinale in Berlin gespielt. Ja, in der Jugend natürlich waren wir öfters in seinen Camps. Jetzt ist auch ehemaliger Profi, von daher, der wusste schon, auf was es ankommt, ob es damals die Live-Kinetik war, ob es die Koordinationsleiter war. Er konnte uns schon einiges mitgeben. Februar 2015 hat mein Bruder einen damaligen Jugendscout vom KSC angerufen und hat gefragt, ob der Nico mal eine Probetraining machen kann bei der U16 des KSC. 2 Wochen später kam der Anruf und da sind wir auch heute noch dankbar, auch der Nico speziell, vom damaligen Trainer der U17 des KSC, der jetzige Cheftrainer des SC Paderborn, Lukas Kwasniok. Der hat ihn quasi dann zu sich ins Probetraining eingeladen. Nico hat aber einen besonderen Fuß gehabt. Das war einfach schon beim ersten Training sichtbar. Und darüber hinaus ist er einfach sehr, sehr beharrlich dran geblieben. Er hat diese Chance bekommen und ist wochenlang ins Probetraining gekommen und hat einfach diesen Aufwand auf sich genommen und hat nie nachgelassen. Das war das, was mich extrem an ihm fasziniert hat, mir imponiert hat. Und diese Kombination aus gutem Kopfballspiel, linker Fuß und dieser Beharrlichkeit, das sind sicherlich die 3 Komponenten gewesen. Ich habe heutzutage noch sehr gut Kontakt zu Lukas. Er hat mich, glaube ich, auch als Mensch dann weiterentwickelt. Wenn er das Gefühl hatte, okay, der Coach weiß mehr als ich, dann hört er zu. Wenn er das Gefühl hat, das macht alles Sinn, was man ihm da eben mit auf den Weg gibt,
dann findet man einen sehr, sehr guten Zugang zu ihm. Und ich habe das genossen mit ihm. Aus meiner Sicht ein Weltklasse-Typ. Nicht jeder hätte mich damals genommen. Er hatte eine gewisse Vorstellung zu mir und hat dann, glaube ich, auch relativ am Anfang von U19 gesagt, der Junge wird irgendwann Bundesliga spielen. Kwasniok sollte Recht behalten. Und am Ende hat sich sogar ein Kreis geschlossen. Nico und Toni spielen wieder im selben Verein. Das ist Wahnsinn, weil, ja, keine Ahnung, da waren wir 4 oder 5, haben wir das aufgenommen und 20 Jahre später fast haben wir dann zusammen in der Champions League gespielt in Sevilla. Das war unfassbar. Und dann haben wir unsere Eltern auf der Tribüne gesehen, die waren richtig stolz und ich wusste, okay, Toni, jetzt haben wir es geschafft. Mein Vater will immer das Spiel direkt nach dem Spiel. Ich komme hoch in den Familienbereich, jetzt in Dortmund. Und er will direkt sagen, so, nee, so geht es nicht weiter. Und da muss der und da. Und ich, Papa, komm, lass uns eine Nacht drüber schlafen und morgen neutral über das Spiel reden, dann können wir reden. Aber mein Vater, der kann das nicht so für sich beherrschen. Dann sagt er, okay, ich sag jetzt gar nichts mehr. Und dann sitzen wir da und nach 3 Minuten sagt er, ja, aber was war da los? Und du denkst dir so, ey, das kann doch jetzt nicht sein, aber er ist so, er wird sich nicht verstellen. Wer aber denkt, Kevin und Nico hätten ihr Talent ausschließlich vom Vater, der irrt sich. Ey, nicht schlecht, ehrlich. Wie sie sich freut, das ist Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen, das Video. Ja, schau, Tonis Vater direkt Anweisung geben, hier nach links, Abfahrt, da, zack, zack. So ist Familie Papadopoulos, aber unfassbar Schussmama. Also hätte ich jetzt nicht, habe ich noch nie gesehen, ey, unglaublich. Susanne und Marc begleiten ihre Söhne bis heute praktisch zu jedem Spiel. Ab und zu sage ich, ihr habt einen Schuss, weil wenn wir gleichzeitig spielen, teilen sie sich auf. Wie gesagt, sie lieben halt Fußball über alles, sie lieben uns über alles und deswegen bin ich aber auch immer ganz froh, weil du siehst dann auch beim Einlaufen und so, du hast ja dann auch deine Ritualien, du siehst deine Eltern nur auf der Tribüne, dann winkst du ihnen zu und du weißt, hey, jemand ist für dich da und gibt dir Stärke und deswegen freue ich mich immer, wenn meine Eltern da sind. Ja, ich bin unheimlich stolz, klar, weil wie gesagt, gedacht hat's keiner. Vielleicht hat man sich's immer mal, jede Mama und jeder Papa wünscht sich's vielleicht, wenn man sieht, dass das Kind talentiert ist, dass sie es schaffen, aber es ist natürlich schon ja, unheimlich stolz, klar. Brüder in der Fußball-Bundesliga, es gibt selten. Und dass es beide geschafft haben, auf unterschiedlichen Wege, war für uns natürlich ein Riesenerfolg, für die ganze Familie. Früher waren wir bestimmt aufeinander immer neidisch, weil der eine die orangenen Schuhe hatte, der andere die gelbe, dann wollten wir doch mal die gelbe oder die pinken. Aber in den Jahren ist einfach ein Zusammenhalt von uns zwei geworden. Da ist eine Brüderschaft entstanden, die eigentlich unzertrennlich geworden ist. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wo du dann auch noch in 20, 30 Jahre zurückdenken kannst und sagen kannst, ich habe mit meinem Bruder Fußball gespielt, ich hätte es gerne auch oder würde es gerne in 10 Jahren dann auch noch mal zusammen mit ihm machen oder vielleicht auch in 2, 3 Jahren, wenn sich die Wege wieder kreuzen. Von daher ist es klar, den Bruder in der Nähe zu haben, ist immer was Schönes. Es gibt noch eine bessere Sache, als mit seinem besten Freund zu spielen, ist mit seinem Bruder zu spielen. Und das habe ich auch erlebt. Ich kann mich noch ganz genau ans erste Spiel erinnern in Bremen. Da sind wir eingelaufen, ausverkauftes Weserstadion. Und du läufst rein und da kommt diese Hymne von Bremen und du merkst schon, boah, es kribbelt unfassbar. Und du läufst bis zur Mittellinie und siehst in deinem genauen Blickfeld deine beiden Eltern stehen, so mit dem Handy, freuen sich riesig und dein Bruder steht vor dir und du denkst dir, krank. Früher haben wir noch im Kinderzimmer darüber geredet, hey, letzte Minute Verlängerung, wir spielen da und dort. Aber es war dann wirklich so und es macht mich riesig stolz, dass wir es beides geschafft haben. Und diese Vision, irgendwann mal wieder zusammen? Diese Vision, dass wir zusammenspielen, die wird es noch geben, 100%.